Hallo meine Lieben, ich weiß, es ist ein etwas ungewöhnlicher Tag für mich, um ein Video hochzuladen, aber ich hatte gestern einen ziemlich großen Aha-Moment und den wollte ich unbedingt mit euch teilen. Ich hatte gestern einen kleinen kreativen Austausch mit Andrea vom Kreativchalet. Und wir haben uns so ein bisschen auch über die Geräte unterhalten, die wir verwenden, unter anderem eben auch die Cricut Tassenpresse. Und da habe ich so ein bisschen mit ihr geteilt, meine Schwierigkeiten, die ich habe mit dem Sublimationsdruck, dass da der Druck ganz einfach überpresst wird und da das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist für mich. Und da sagt sie so, naja, aber du kannst ja die Hitze einstellen. Und da sage ich so, nee, kannst du eben nicht. Und sie sagte, doch, kannst du. Und dann hat sie mir das gezeigt auf der Cricut-Hilfe-Seite. Und das ist tatsächlich so. Man kann die Hitze einstellen bei der Cricut-Tassenpresse. An dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Andrea vom Kreativchalet. Ich werde euch den Link zu ihrer Seite unten reinmachen. Guckt auf jeden Fall auch mal drauf. Sie macht wirklich auch super hilfreiche Videos und ist ein super sympathischer Mensch und investiert halt einfach auch viel von ihrer Freizeit in ihre Videos. Von dem her guckt auf jeden Fall mal rein und wenn ihr Lust habt, dann hinterlasst ihr auch ein Abo, weil sie ist kurz davor, ihre ersten 10.000 zu erreichen. Und es wäre super cool, wenn wir das hinkriegen würden, dass sie diese Woche tatsächlich ihre 10.000 Abonnenten erreichen würde. So, jetzt aber zum Thema Tassenpresse und wie ihr da die Hitze einstellen könnt. Mein bisheriges Urteil von der Cricut Tassenpresse war ja so, dass ich gesagt habe, für Infusible Ink super, funktioniert wirklich genial. Aber wenn ich Sachen selber ausgedruckt habe mit Sublimationstinte, da habe ich bis jetzt immer die andere Tassenpresse verwendet. Und da ist das Ergebnis wirklich super. Wenn wir jetzt aber das vergleichen, ich habe das gleiche Motiv mit der Cricut Tassenpresse gedruckt oder gepresst. Und ich weiß nicht, ob ihr das wahrnehmen könnt auf der Kamera, aber die hat halt einfach, das ist die obere, die hat durchgehend so einen Gelbstich drauf. Das heißt, die ist wirklich überpresst, auch das Grün ringsherum ist dunkler. Also in echt sieht man es wirklich und es ist nicht eine schöne Farbe. Das heißt, wirklich überpresst. Und das lag auch nicht an der Tinte. Das, was ich hier gemacht hatte, das war mit dem Epson ET 15000 habe ich das gemacht und ich habe das Ganze dann nochmal versucht mit dem neuen Sublimationsdrucker, den ich habe. Und das hier ist das Ergebnis, was ich haben wollte. Und ich habe dasselbe Motiv genau gleich ausgedruckt mit der Cricut Tassenpresse versucht. Und vielleicht seht ihr, oder ich hoffe, ihr seht es ist dunkler. Dieses Grün hier, das ganze Design wird dunkler und das hat so einen leichten Gelbstich drin. Und das war für mich halt einfach nicht zufriedenstellend. Und lustigerweise hat mich auch niemand irgendwie darauf hingewiesen, dass man das einstellen kann bei der Magpresse oder bei der Tastenpresse. Und ich bin dann eben nach dem Hinweis von Andrea auf die Seite gegangen und da steht tatsächlich, mit Beispielen, wie es aussieht, wenn sie eben überpresst ist mit diesem Gelbstich drin. Und da ist auch die Anleitung drin, wie man das selber einstellen kann. Ich werde es euch dann gleich noch an der Presse selber zeigen, aber hier nur, ihr schaltet die Tasse ein und drückt auf den Einschalter 10 Sekunden lang und wirklich haltet den gedrückt, bis es zweimal nacheinander, also es piepst einmal, geht es ein bisschen, dann piepst noch ein zweites Mal und dann fangen die ganzen Lichter oben an zu blinken. Und dann könnt ihr auf der Ein- und Aus-Taste, also A zum ersten, was ihr seht, ist, wie ihr sie vorher, wie sie eingestellt war. Und dann könnt ihr durch Pressen der Ein- und Ausschalttaste könnt ihr dann wechseln. Das heißt,
Bei mir war es jetzt zum Beispiel auf normal eingestellt, die Mitte. Wenn ich dann einmal drauf drücke, dann geht es rüber auf wärmer. Wenn ich nochmal drauf drücke, dann geht es rüber auf kühler. Und wenn ihr dann die gewünschte Einstellung habt, dann könnt ihr da 3 Sekunden lang auf die Ein-Ausschaltetaste das gedrückt halten und so habt ihr die Temperatureinstellung beendet. Und wenn ihr da am Anfang was falsch macht und der nicht mehr aus diesem Modus rausgeht, dass die Ein-Ausschalttaste die ganze Zeit blinkt, könnt ihr das so machen, dass ihr das Netzkabel aussteckt, dann schaltet die komplett ab, dann könnt ihr es nochmal versuchen. Ne? Einfach hier der Hinweis. Aber wir gucken uns das jetzt gleich auf der Tassenpresse an. So, hier haben wir das gute Stück. Da schalte ich jetzt ich schalte die ein, ne? Die ist rot. Jetzt drücke ich da 10 Sekunden drauf. 1, 2, 3. Jetzt hat sie einmal gepiepst. Und jetzt ein zweites Mal. Ne? Und jetzt seht ihr, die ist bei mir jetzt auf eine 1 eingestellt. Wenn ich einmal drauf drücke, geht es auf die mittlere Wärme. Nochmal geht es auf ganz warm. Und hier wieder auf die 1 zurück. Und wenn ich eben die 1 behalten will, drücke ich hier nochmal 3 Sekunden drauf. Und dann hat es die Einstellung übernommen. Das heißt, wenn ihr jetzt nochmal reingeht, ich mache das nochmal. Na, jetzt ist sie auf der 1, genau da, wo ich sie eingestellt habe. Jetzt könnte ich auf die 2, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fusible Ink pressen möchte, oder auf die 3 oder wieder zurück auf die 1, dann wieder 3 Sekunden halten. Und das ist eingestellt. So einfach geht das. Und nur um euch das Ergebnis zu zeigen, das hier war das gute Ergebnis, das war das, was überpresst ist mit dem Gelbstich drin. Ich habe es jetzt mit den neuen Einstellungen nochmal gemacht. Und jetzt haben wir definitiv ein helleres Ergebnis. Ne? So was vorhin mit dem Gelbstich. Und jetzt habe ich keinen Gelbstich mehr drin. Also hier, ne, durchaus eine gute Lösung, wenn ihr auch das Problem habt, dass das Ganze bei euch überpresst war. Ich hoffe, das war hilfreich für euch und dass euch das Video gefallen hat und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe und denkt daran, ne, bei Andrea vorbeizugucken und ihr gerne auch ein Abo dazulassen. Für mich war es das heute und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis bald!